Die Ruinen der Burg Scheideck liegen auf einer Felsrippe in der Nähe von Tecknau im Kanton Basel-Land in der Schweiz. Vom Bahnhof des Ortes ist die Ruine über einen Wanderweg in etwa 25 Minuten zu erreichen. Ob Scheideck auch der ursprüngliche Name der Anlage war, ist allerdings nicht gesichert. Unter dieser Bezeichnung taucht sie erst nach ihrem Niedergang in den Schriften auf. Vermutlich wurde die Burg von den Herren von Gelterkinden erbaut. Woher die Familie kam, ist bis heute ungewiss. Die Burg ließen sie auf selbst gerodetem Land errichten. Adelige hatten im Mittelalter die Möglichkeit, sich durch Rodung von Wald Eigengut aufzubauen. Dieses konnten sie unabhängig vom jeweiligen Lehensherrn bewirtschaften. Zwischen den Einflussgebieten der mächtigen Grafen von Frohburg und von Homberg baute sich die Familie mit der Zeit eine kleine Herrschaft auf, deren Mittelpunkt diese Burg darstellte. Die längliche rechteckige Anlage wurde in 2 Phasen erbaut. Zwischen 1220 und 1230 entstand der Wohnturm im Südosten, welcher einen Grundriss von 12 x 16 Meter hat. Dieser verfügte über mehrere doppelspitzbogige Fenster und einen Torbogen aus rotem Buntsandstein. Dies weist darauf hin, dass die Burgherren zum Zeitpunkt der Errichtung durchaus wohlhabend waren. Beim Bau der Burg orientierte man sich augenscheinlich an französischen Vorbildern. Davon zeugen die Architektur des Wohnturms und die Ekrisaliten, welche in dieser Region kaum vorkommen. Nach 1250 kam die Umfassungsmauer mit dem Hof, die 4 Meter tiefe, teilweise in den Fels gehauene Filterzisterne sowie ein zusätzliches Wohngebäude hinzu. Dieses verfügte im Erdgeschoss mit großer Wahrscheinlichkeit über einen Pferdestall. Bei den 1970 erfolgten archäologischen Ausgrabungen wurden an dieser Stelle mehrere Pferdeskelette gefunden. Bei den Untersuchungen der Knochen stellte man fest, dass die Pferde damals wesentlich kleiner waren als heute. Auch die Trennmauer im Wohnturm stammt aus der 2. Bauphase. Der Zugang erfolgte heute wie damals in der Mitte der Südostseite und war von einem kleinen Turm flankiert. Eine Rekonstruktionszeichnung des Illustrators Joe Rohrer vermittelt einen guten Eindruck, wie Scheideck einst ausgesehen haben könnte. Die Beschaffenheit des umliegenden Geländes lässt überdies vermuten, dass vor der Burg noch weitere Gebäude standen. Zurück zu den Ausgrabungen. Obwohl sich schon mehrere Schatzgräber an der Ruine zu schaffen gemacht hatten, förderte man eine große Menge interessanter Funde zutage. Der größere Teil der Artefakte wurde im neueren Bereich der Anlage geborgen, wohingegen die Grabung im älteren Wohnturm etwas weniger ergiebig war. Neben viel gut erhaltener Alltagskeramik wie Krügen und Töpfen aus dem 13. und 14. Jahrhundert kamen beispielsweise die Reste eines ursprünglich aus dem Elsass stammenden Steinzeugbechers zum Vorschein. Eine außergewöhnliche Entdeckung stellt jedoch der Destillierhelm dar. Mit dem Alembik, wie er in der Fachsprache genannt wird, fängt man beim Erhitzen den nach oben steigenden Dampf auf, der wieder abgekühlt und in flüssiger Form in ein weiteres Gefäß geleitet wird.
Wie die gefundene Ofenkeramik beweist, verfügte Scheidegg über 2 Kachelöfen. Einen im Wohnturm und einen im neueren Gebäude. Dort fanden die Archäologen unter anderem eine kunstvoll gearbeitete Nischenkachel. In unmittelbarer Nähe zu dieser stießen sie auf etwas nicht Alltägliches. Ein Aquamanile aus Bronze, welches von der Machart her aus dem deutschen Hildesheim stammen könnte. Dieses Gefäß diente normalerweise zum Waschen der Hände. Diverse Spinnwirtel zeugen wiederum von Textilhandwerk auf der Burg. Zum Fundmaterial gehören auch eine große Anzahl an Gegenständen aus Metall. Darunter befinden sich beispielsweise ein kleiner Hammer, Schlüssel, Reitersporen, Geschossspitzen sowie ein 32 cm langer Dolch mit Resten der Dolchscheide. Eine seltene Entdeckung stellt das Fragment eines Kettenhemdes dar. Denn wenn ein solches kaputt ging, recycelte man das Material normalerweise. Dass auch damals schon gerne gespielt wurde, beweist ein aus Knochen gefertigter Würfel, welcher in den Ruinen des Wohnturms geborgen wurde. Die Herren von Gelterkinden pflegten gute Beziehungen mit der Stadt Basel, den Grafen von Tierstein und Frohburg sowie den Habsburgern. Sie bauten ihre Besitztümer in der Folge weiter aus. In einer Urkunde von 1281 heißt es, dass Heinrich von Gelterkinden im Schwarzwald zahlreiche habsburgische Pfandgüter besaß. Bereits um 1300 begann der Niedergang der Burg. Damals wurde die Nutzung des Wohnturms wohl reduziert. Das legen die wenigen archäologischen Funde nahe, welche in diesem Bereich gefunden wurden. Das Leben konzentrierte sich fortan vermutlich auf den neueren Teil der Anlage. Im Jahr 1320 geschah dann ein großes Unglück. Auf Scheidegg brach ein Feuer aus. Die Flammen breiteten sich auf die ganze Burg aus und vernichteten so die Existenz der Herren von Gelterkinden. Aufgrund der offenen Feuerstellen und der zahlreichen Holzkonstruktionen waren solche Brände damals leider keine Seltenheit. Warum wurde die Burg wohl nicht wieder aufgebaut? Da sich die Städte immer mehr zu den machtpolitischen Zentren entwickelten, entschlossen sich immer mehr Adelige, dorthin zu ziehen. Vielleicht auch die Herren der Burg. Es könnte jedoch auch sein, dass ihnen schlicht und einfach die finanziellen Mittel fehlten. Die erste schriftliche Erwähnung unter dem Namen Scheidegg folgt erst Jahrzehnte nach dieser Tragödie, im Jahr 1372. Zu diesem Zeitpunkt war die Burgruine bereits in die Herrschaft Farnsburg der Herren von Tierstein integriert. 1461 wird die Anlage Besitz der Stadt Basel. Fortan diente Scheidegg, wie viele andere zerstörte Burganlagen auch, als Steinbruch.